Kapitel 4 Der Schatten von Meresis. Ich fand es sehr eigenartig, dass der Jarl nicht mit mir sprechen wollte. Ich wette, er hat immer noch was mit Arkis am Hut. Ohne Zweifel. Nichtsdestotrotz haben wir etwas über die Aufgestiegenen gefunden. Dragon's Reach, der Hauptsitz des Jarls von Whiterun, war erstaunlich ruhig für die Situation, die sich dem Land gegenüberstellte. Drachen, Hexer, Nekromanten, Vampire und etwas anderes. Die Aufgestiegenen. Und es ist nur ein tolles Beispiel zu sehen, dass unter diesem riesigen Haufen an Problemen trotzdem noch kleine Intrigen und andere Probleme herrschen. Kleine Probleme, die zu sehr großen werden könnten, weil man zufällig ein Buch findet. Ein Notizbuch von einem gewissen Dolan. Was steht darin? Eine Botschaft an den Zauberer des Jarls. Farengar. Mein Freund, ich bitte dich, dir das Ganze noch einmal zu überlegen. Wir sind eine Gruppe von überzeugten Bewunderern und Erhaltern der Kunst. Und nicht die verwirrten Seelen, von denen du glaubst, dass wir sie sind, weil dich andere Leute davon überzeugt haben. Ich weiß, du hast deine Zweifel wegen Samel, aber versteh doch, dass er einfach nur deine Intentionen anzweifelt, die sich daraus ergeben, mit wem du derzeit so rumhängst. Wenn du dieses Angebot annimmst, den Dragonborn loszuwerden, vielleicht kannst du ihn dann für dich gewinnen. Wenn du weiter mit mir darüber sprechen willst, dann triff mich am Eingang von Vielen. Ich habe den Ort auf der nächsten Seite markiert. Bitte komm allein. Es ist wichtig, dass wir unsere Treffen privat halten. Wenn du nicht kommen kannst, bitte lass es mich sobald du kannst wissen. Ich werde auf deine Antwort warten. Dolan. Wer hätte gedacht, dass ein Magier so hohe Riege in solche Dinge verstrickt ist? Gut für uns. Jetzt haben wir eine Spur zum Kult der Aufgestiegenen. Vielen. Kannst du mir irgendwas darüber erzählen? Vertagen wir das. Vielen ist ein furchtbarer Ort voller Geschichte. Nicht weit von hier. Okay, behalten wir das Ziel im Auge. Zuerst kümmern wir uns um das Amulett. Um diesen verdammten Fluch. Wenn uns diese Kirchenmarionette reingelegt hat, schneiden wir ihn in kleine Stückchen. Zur Erinnerung, Sesmodian und Bane sind auf dem Weg zu Hurles, der ja versprochen hat, dass es noch einen anderen geben könnte, der ihnen bei dem Problem mit dem Amulett helfen kann. Einem dädrischen Artefakt, wie er bis jetzt denkt. Dieser jemand ist wohl anscheinend hier in der Nähe. Zum Glück ist Hurles auch schnell gefunden. Finally. Do I look like one of these Nords that can be left waiting in the cold for days? Well, here we are. He's living up there in the old lighthouse. Hat keinen Respekt vor uns. Warum sollte er? It's Hat more mein than Leben 20 years gerettet, er ago ist mir that I gar last nicht saw schuldig. Zerador. He was excitable back then. Well, a typical high elf, you know. I suggest you contain yourself and let me do the talking. That lighthouse over there. I never understood why he settled down here after his escape from the Order. But the company of men never did do him any good. Es riecht nach einer Falle. Du bist ein Schwert, du riechst nichts. Und jetzt halt die Klappe. Zerador war also der Name desjenigen, der vielleicht bei der Lösung des Problems helfen könnte. Sind Banes Vermutungen oder Instinkte getrübt? Wird er ihnen helfen? Oder könnte er womöglich gefährlich sein? Könnte es gefährlich sein, den Fuß durch diese Tür zu setzen? What? What is your business here, Hurles? What are you doing here? Who is this stranger? You. Go away. Leave my house immediately. Please calm down, Zerador. You really haven't changed a bit. Get out! I beg you to wait and listen. We just want to have a short word with you. See? I even brought the canis root I forgot the last time we met.
don't make a fool out of yourself. That's 20 years ago now. Now get lost! Sarador, won't you at least listen to us for a short moment? This stranger here has made his way from Leowin to meet a former member of the Circle. It's just like back then, when you got your mind set on something. Leowin, you say? A gorgeous city. If only I could once again smell the scent of the alkanet flower I used to love as a 5-year-old boy. So what's the matter? Well, this stranger here, nota bene the Dragonborn, has found this amulet and the matching stone. Oh, I knew it. Be that as it may, this amulet seems to emit a certain, probably Daedric viciousness. I found my friend a few days ago unconscious. I'm sure that it is all connected to this amulet. If you would just cast a short glance at the fragments, I'm confident this would clarify things for us. I've heard of this piece of jewelry. Let me see. Yes. Oh, yes, it bears the same symbols it should. Up there, is that a Daedric O? No, that looks more like a P to me. I think the inscription reads something like, Count Charis of Meresis, bound to eternally serve Bar Karur. Very interesting. Yes, Charis of Meresis. I had that deciphered too, but instead of Bark Karur... I bet you got the Bav, the first two symbols mixed up with the Parons again. Bark Karur, that would be... No, that would be the almost forgotten name of Molech Bal, the Daedric Prince of Slavery and Discord. Molech Bal, Meresis. ein Daedrischer Prinz. Wasn't that the early name of the region west of Solitude? Yes, that is correct. I'm afraid what we have here is the Amulet of Meresis. Incredible. Legend to this amulet is as follows. I assume that you've heard that more than 200 years ago, the border between this world, Mundus, and the world of Oblivion, the Daedra Plains, was fragile and thin like never before. This era is generally referred to as the Oblivion Crisis, because the Daedric Prince of Destruction, Merus Dagon, used that thin border to dare an invasion on Tamriel. Times must have been exciting, just perfect to contact the Daedra. It is said that Molech Bal spoke to Count Charis in his dreams. He offered him the occasion of immortality in this life, achieved by an invocation on an amulet to trap his soul. But Molech Bal, the Prince of Slavery and Discord, giving a present to mortals, the Count had been betrayed. The broken fragments henceforth served the Daedric Prince as a tool to enslave mortals, to draw their souls into the realm of Oblivion. Having a look at you, I can tell that you don't look so healthy either. But there must be a possibility to avoid that. A Daedric artifact. Tricky. No, impossible. The amulet is broken. In this state, it is impossible to break the charm. So, I guess the shell must be joined. You're joking. That wouldn't just be complicated, but utterly risky. But if it's the only way... But if it's the only way, well, we would need a soul gem, or the container in which the soul that was used to enchant this amulet was trapped. However, where could we possibly find something like that? Well, I ask myself if it would make sense to search in an old Jarl dynasty manor. It seems like no one set a foot in the castle for more than 200 years, so there might be a connection to the amulet. I hear that a gruesome shadow is walking abroad there. Well, in the end it is your decision to make. All that amulet stuff is none of my business anyway. And I think it is time for you to go. I understand. Thank you for your time. I'm afraid you have to go into the castle alone. I can hardly stand on my feet since last night. I had that same dream again. Thank you. Das Amulett ist also tatsächlich von den Daedra verflucht. Wherever the Daedra Das ist das hide, the Schlimmste, was vigil mir of hätte passieren Stendarr können. will cast them into the light. In den Gewirrkriegen vor 3000 Jahren hätten wir die Oblivion-Tore zerstören sollen.
Während der Oblivion-Krise hat das auch jemand versucht. Er ist gescheitert. Sie konnten immer nur geschlossen werden, existieren aber weiter. Wie hättet ihr das schaffen sollen? Die Gewirre sind eine weitaus ältere und mächtigere Kraft als das Oblivion. Du weißt nur zu wenig darüber. Dann klär mich auf. Dein Verstand ist noch nicht bereit dazu. Lass uns nach Solitude gehen. Wir übernachten dort und suchen morgen dieses Jahl-Schloss. Am nächsten Morgen dauerte es nicht lang, bis Desmodian das alte Schloss auf den Felsen über Dragon Bridge fand. Es stand einfach nur da, verlassen, alt und trotzdem mit dieser Ausstrahlung von Macht. Die Ungewissheit, was dort drinnen auf ihn warten würde, überkam ihn. Doch er war zu erfahren, zu alt, um Angst davor zu haben. Warum es niemand gefunden und saniert hat, frage ich mich. Nun gut, mal rein in die gute Stube. An dieser Stelle steige ich als Erzähler der Geschichte, als Spieler des Spiels und als Rechtfertiger für gewisse Entscheidungen im Design dieser Episoden mal kurz ein und möchte euch darauf hinweisen, dass es sehr wohl von mir provoziert ist, dass in den nächsten paar Minuten nicht sehr viel gesprochen wird. Das dient zum einen dazu, dass die Atmosphäre auf euch besser wirken kann, denn die Atmosphäre in den kommenden Locations, nennen wir sie jetzt einfach mal, ist relativ gut getroffen. Und zum anderen liegt es einfach daran, dass wenn ihr euch einfach mal in eure Lage versetzen würdet, wenn ihr in so eine alte, dunkle Schlossvilla kommt, dann redet ihr nicht permanent mit eurem Schwert, was zum ersten daran liegt, dass ihr kein sprechendes Schwert habt. Und zum anderen seid ihr vielleicht einfach aus Erfahrung heraus vorsichtig. Oder auch aus Nicht-Erfahrung heraus. Ihr achtet auf jedes Geräusch, ihr schaut in jede dunkle Ecke und ihr seid lieber so still wie möglich, schleicht euch langsam durch die Gefilde und versucht möglichst unproblematisch an Problemen, die eventuell auf euch zukommen könnten, vorbeizukommen. Deswegen die relative Stille, die hier herrschen wird. Weiter geht's. Das sind dieselben Schattenkreaturen wie auf dem Boot. Hier besteht eindeutig ein Zusammenhang. Ein Innenhof. Es ist fast idyllisch hier. Diese Ruhe. Was für ein Fluch hat Besitz von diesem Ort ergriffen? Diese unglaubliche Menge an Schattenbiestern. Sie bewachen irgendetwas. Oder sie sind ruhelos.
Unglaublich. Was ist das? Bane. Bane, was ist das? Bane. Verdammt. Wo bin ich hier? Dragonborn. I call for you. Wer bist du? Raus aus meinem Kopf. Bane. Verflucht. Bane, hörst du mich? Was zur Hölle war mit dir los? Sag du es mir. Du hast mit leeren Augen in die Dunkelheit gestarrt. Ich weiß es nicht. Dieser verdammte Fluch. Ich muss ihn loswerden. So the old man locked you up in here, did he? Pelagius always knew he would return. Hey, you, place yourself in the middle of the hall. Are you Argonian? Let me have a look at you so I can welcome you in your native tongue. Ein sprechendes Gemälde. May I introduce myself? I am Pelagius III, or according to my own poema, Pelagius the Mad. Was weißt du über den alten Mann? Oh, nothing really. Just has been here before. The old Sarapor, been here before. Weißt du irgendetwas über einen mächtigen Seelenstein, der hier sein soll? So, what? Oh, but Pelagius knows what you mean, but won't tell. Not as long as the pompous festivity here endures. Was redest du da? Was für ein Fest? Oh, the pompous festivity on which I tried to hang myself. Can't you see the rope over there? If Aunt Fatima hadn't dished up with that awful snowberry pie, it wouldn't have come to this. But the rope. Er wollte sich erhängen. Er ist wahnsinnig. Und unsere einzige Chance hier drin. Wir müssen das Seil zerstören, damit er Frieden finden kann. Das Seil ist weg, Pelagius. Nun gib uns Antworten. Oh, the rope. Oh, it's gone. It's gone. Now Aunt Fatima and her hideous relatives are gone. Oh, I know. The stone. Well, he is gone. Been removed by the old man. Gray hair, bald-headed. Looked like Uncle Zephyrus. But he has fallen off a horse. Was willst du damit sagen? Der Stein ist weg. Away, gone, not there anymore. Das ist vollkommen unmöglich. Away, gone, not there anymore. Dann sag mir wenigstens, wie ich hier wieder rauskomme. Oh, Well, through the door, of course. The one only Pelagius knows. Wo ist die Tür? Oh, won't tell. Oh, won't tell. You gotta make an effort, you know? Was? Was soll ich nochmal machen? Oh, you're smarter than Pelagius assumed. You're smarter than Pelagius assumed. You know the equilibrium. The equilibrium. Pelagius already passed out on his coronation. The equilibrium. Here, above the ceiling.
There is a winder. Turn Pelagius to the right. Ein Gewinde, das das Gemälde zur Seite drehen kann. Okay. Suchen wir es so schnell wie möglich. Wir müssen hier raus.